Welches Clavinova ist das Beste in dieser Testreihe? Schauen wir uns im Vergleich die beiden kleinsten Modelle an. Das ist einmal das CLP 825 und hier das CLP 835. Da gibt es Unterschiede, den auffälligsten wohl im Preis. Das sind ungefähr 400 Euro. Und da möchte man ja auch tatsächlich wissen, lohnt sich jetzt ist die 400 Euro mehr auszugeben für dieses größere Modell. Das kann man ja auch schon sehen am Gehäuse. Ja. Und gibt es auch noch ein paar kleine Details. Und ja, wenn euch diese Details weiter noch interessieren oder ihr Fragen zu diesen Details habt, dann könnt ihr gerne auch die Kommentarfunktion zu diesem Video nutzen. Stellt eure Fragen, wir beantworten die gerne. Und wir befassen uns hier mit den Klang- und Spieleigenschaften. Dazu hilft mir Yassin Korchi von der Online-Musikschule Music to Me. Hallo Yassin. Hi Jörg, grüß dich. Hallo. So, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit Klangbeispielen an. Und möglichst spielst du immer das Gleiche, dass wir dann mal den Klang vergleichen können. Okay. Und legst du beim Kleineren los, okay. Alles klar. Ja, schöner, ausgewogener Klang. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Wenn du es bitte möglichst noch mal exakt genauso spielen könntest. Ich versuch's. Also ich konnte da jetzt erstmal so klanglich keinen Unterschied hören, aber auch so gar nicht. Also ich würde sagen, klanglich ist identisch, oder? identisch eigentlich, ja. Also wenn man jetzt so wie so ein Stück spielt, wo ich jetzt, sage ich mal, weiß, was ich spiele und mich mehr auf den Klang konzentriere als aufs Spielen, dann muss man sagen, es ist fast eigentlich der gleiche Sound, ja. Und was soll ich sagen, es ist auch der gleiche Sound. Sehr gut. Das ist auch eine Besonderheit der Clavinova-Serie immer schon. Alle Modelle haben die gleiche Klangerzeugung. Okay. Die variieren in der Anzahl der Sounds, aber alle haben diesen Yamaha CFX. Das ist der schön große, brillante Sound, den wir jetzt gerade gehört haben. Und dann gibt es noch in einer Abstufung dazu den Bösendorfer. Das haben alle Clavinova-Modelle, egal ob es das kleinste ist, wie dieses oder das Topmodell. Okay, interessant, ja. Ja, zum Spielen. Also hier merkt man auf jeden Fall, diese Tastatur ist etwas schwergängiger, minimal. Das ist interessant, Ja. weil auch die Tastaturen sind bei diesen Modellen gleich. Dann ist es ein Gefühl. Dann ist es ein gefühlter Unterschied. Hier vielleicht auch durch diese etwas größere Bauweise, dass da einfach mehr Volumen bewegt wird und dementsprechend auch vielleicht das Gefühl zum Sound etwas anders ist. Ich würde wetten, dass es daran liegt, weil das haben wir ja so oft schon festgestellt, immer wenn wir uns die verschiedenen Stufen angeguckt haben, dass man doch vom Spielgefühl ein anderes Feedback vom Instrument bekommt. Ja. Hat mit den Lautsprechern zu tun, das hören wir uns dann später auch nochmal an mit den Kunstkopfaufnahmen, dann könnt ihr das nochmal direkt im Vergleich hören, was die Lautsprechersysteme eigentlich so machen. Ja. Und das spüren wir beim Spielen schon, was eben die verursachen, das ist eben ein Unterschied im Spielgefühl. Ja. Das ist einfach, das stellen wir immer wieder fest. Aber ich finde, mir hat das eigentlich auch gut gefallen vom Spielen. Die Tastatur hat auch also ich hatte hier das Gefühl, dass ich ein bisschen direkter dran bin. Also ich würde nicht sagen, dass es jetzt schlechter hier war. Es war anders. Ich würde das mal so stehen lassen zum Einstieg. Ja. Okay. Ich würde das gerne jetzt auch mal mit einem Klassikstück probieren. Da nehme ich auch wieder diese Diabelli-Variation. Da hört man das eigentlich sehr schön raus. Sehr gut. Ja, okay, alles klar. Dann probiere ich jetzt das hier. Ich bin sehr gespannt. Ich auch.
ich kann das nur so beschreiben, wie du es auch gesagt hast, dass hier habe ich das Gefühl, dass das mehr wegnimmt vom Anschlag her. Ja. Das ist komfortabler, fühlt sich das an, so würde ich es ausdrucken. Das ist jetzt nicht irgendwie besser oder schlechter, also es klingt auch für mich identisch. Ja. Und es fühlt sich auch sehr ähnlich an. Hier ist es etwas komfortabler und da ist es etwas direkter. Ja. So können wir es, glaube ich, beschreiben. Würde ich unterschreiben, ja. Ja, okay, gut. Haben wir das ja schon mal, Tastatur, Klang und so weiter. Wir können ja jetzt noch mal gucken, es gibt ja noch andere Sounds. Wir nehmen dann auch gleich hier diese tolle App, die Yamaha anbietet. Die gibt es für Android- und iOS-Geräte. Damit lässt sich das Gerät bedienen, weil hier ist ja, sieht man ja ein bisschen, das ist nochmal ein Unterschied natürlich zu hier. Ja. Hier ist ja ein breit ausgeführtes Bedienfeld und hier hat man wirklich nur diese kleinen Tasten. Da ist sowas ja natürlich super praktisch. Ja. Gibt es ja auch fürs Smartphone und dann hat man irgendwie die Bedienung sehr leicht gemacht. Ja. So. Man swiped einfach die Instrumente durch und man kann sogar die Räume hinten ändern. Das ist Schon cool so gemacht. hat man andere Hall-Effekte da drin. Das ist schon toll gemacht. Ja. Jetzt haben wir die ganze Zeit den CFX Grand gehört. Wir können ja mal den Bösendorfer anspielen. Mal gucken, was du dazu sagst. Viel sanfterer, milderer Klang. Also gerade vielleicht für so Perfekt. für sowas ist das natürlich eine schöne Geschichte, ja. Total. Was haben wir denn da noch? Dann gibt es noch den Voice Mode, da sind noch mehr Klänge. Da kann man jetzt genau durch die ganzen Sounds gehen. Das ist so die ganze Auswahl. Dann haben wir da ein E-Piano. Ja, wunderschön. Ein DX-Piano. Okay. Dann gibt es hier noch Vibraphon, Pipe-Organ und solche Dinge. Und Strings. Ja, ich würde sagen, das ist so Ja. der Einheits... Das kennen wir ja. und da müssen wir jetzt nicht mehr so gesondert drauf eingehen. Denke ich auch. Ich schalte mal wieder zurück in diesen Piano Room. Da haben wir die Flügel wieder und ich glaube, die sollten auch hier wirklich im Vordergrund stehen. Ja. Jetzt hören wir uns die Lautsprechersysteme an. Jetzt bin ich sehr gespannt. Im Moment hören wir noch die Audioausgänge. Dazu benutzen wir den Kopfhörerausgang. Und jetzt schalten wir um auf die Lautsprecher und nutzen dafür ein Kunststoffmikrofon. Dazu bauen wir das kurz mal auf. So, jetzt schauen wir uns im Detail die Lautsprechersysteme an, beziehungsweise hören wir uns die an über dieses Kunststoffmikrofon. Das ist ein spezielles Stereomikrofon, das binaurale Aufnahmen macht. Und das ermöglicht es euch, möglichst plastisch das zu hören, was eigentlich Yassin beim Spielen hört. Allerdings müsst ihr Kopfhörer tragen, denn diese binauralen Aufnahmen funktionieren nur unterm Kopfhörer richtig. Und möglichst gute Kopfhörer würde ich empfehlen. Zu den Lautsprechersystemen. Hier haben wir 2x20 Watt und hier sind es 2x30 Watt. Und da gibt es dann noch Diffusertechnik ist hier eingebaut, um einen möglichst räumlichen Klang zu machen. Das wird ja jetzt auch über diesen Kunstkopf rüberkommen. Ich würde sagen, spiel einfach mal was an und möglichst auch dann wieder gleich hier. Okay. Okay, dann möchte ich ganz gerne auch noch mal dieses Klassikbeispiel spielen. Dann haben wir das auch noch. Ganz schön kräftig, das kleine Piano. Das hat Wumms. Ja, jetzt bin ich aber gespannt. Ja. So, wir bauen unseren Kunstkopf um.
Jetzt will ich aber auch noch mal. Ja. So viel zum Kunstkopf-Test. Ich bin überrascht. Und zwar bin ich überrascht, wie gut das Kleine klingt. Ja. Hier spielt es sich nach wie vor, auch jetzt habe ich das Gefühl, mit dem Lautsprechersystem umso mehr, das fühlt sich komfortabler an, Ja. so mein Eindruck. Aber das ist die Überraschung hier für mich. Also ich stimme dir zu. Das hat mir gleich direkt richtig gut gefallen. Und ja, ich spiele die Geräte ja manchmal auch und weiß vorher nicht, was sie kosten. Und es ist dann manchmal ganz interessant, Ja. dass man sich da nicht immer so blenden lassen sollte, sondern wirklich auch mal solche Tests sich anguckt oder halt direkt im Laden das mal ausprobiert, wenn es möglich ist. Unbedingt. Weil das war jetzt wirklich erstaunlich, das einfach mal zu hören und auch selbst zu fühlen. Weil eigentlich ist ja, wie wir festgestellt haben, viele Dinge sind ja wirklich identisch. Ne? Absolut. Und ich glaube, das ist der Tipp überhaupt für alle, die nach der Spezifikationsliste solche Instrumente kaufen oder sich für ein bestimmtes Modell entscheiden. Das muss man ausprobieren. Ja. Man muss das spielen und man muss wirklich ein Gefühl dafür kriegen. Da muss man ja auch gar nicht großartig toll spielen können. Also man hat gleich ein anderes Gefühl. Das vermittelt sich, glaube ich, jedem. Ja. Das ist so. Ja, also klar, man merkt hier natürlich ein bisschen mehr Volumen, ist logisch durch Genau. das Lautsprechersystem. Ob einem das dann diese 350 bis 400 Euro mehr wert ist, muss man dann wieder selbst entscheiden. Ja? Aber ich finde hier klein, kompakt, aber Ja. trotzdem gute Tastatur, guter Klang. Also das war jetzt auf jeden Fall eine interessante Feststellung, würde ich sagen. Ja, Ja, total. Ich würde auch sagen, das kleine CLP 825, das ist wirklich der Hit, weil, wie eingangs gesagt, alle Clavinovas haben ja die gleiche Klangerzeugung. Ja. Gut, die Auswahl der Klänge ist hier ein bisschen kleiner. Man hat dann keinen Pad-Sound mehr, sondern nur Strings, wie auch immer. Aber ich würde immer sagen, man sollte diese Klavierklänge in den Vordergrund stellen. Das ist da das Wichtigste, weil man möchte ja Klavier spielen und Klavier lernen damit. Man bekommt hier eine gute Tastatur. Man hat alles, was man braucht. 3 Pedale, dieser Rolldeckel ist dabei. Und das ist schon auch dann erstaunlich, wie viel Clavinova bekommt man denn eigentlich Ja. so auf der untersten Stufe. Ja. Und das ist wirklich gut. Das hat mir auch am besten gefallen. Ja, dann würde ich sagen, einen Daumen für das CLP 825 Auf jeden Fall. und gern auch nochmal einen Daumen da lassen für ein Abo für unseren Kanal. Da freuen wir uns natürlich auch.